Trommelwirbel mit den Kobi-Teiletrennern. Hier ist sie, die erste Bf 109 im Maßstab 1:48 von Kobi. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ich freue mich wie Bolle, dass unsere Kobi Bomber im Maßstab 1:48 sich jetzt warm anziehen können. Denn hier steht das Kobi Set 5870, die Messerschmitt Bf 109 in der G-Variante auf meinen Bautisch, im Original eingesetzt bei der Reichsverteidigung. Und somit haben wir endlich im Maßstab 1:48 einen Gegner für die Großbomber von Kobi im selben Maßstab. Ob dieses Set gut gelungen ist oder doch vielleicht ein bisschen gelitten hat in der Darstellung durch den Maßstab, schauen wir uns gleich an, hier auf meinem Bautisch. Da liegt die legendäre Messerschmitt Bf 109G im Maßstab 1:48 auf den Bautisch. Das Kobi-Set, das aus der Historical Collection World War II kommt und die Katalognummer 5870 hat. 125 Steinchen, die Messerschmitt Bf 109G. Endlich ein Flugzeug, das wir den großen Bombern von Kobi im Maßstab 1:48 entgegenstellen können. Schauen wir uns die Rückseite an. Da haben wir ein Originalfoto. Wir haben hier unseren schönen Block mit den Infos, die bekommt ihr gleich. Und wir sehen hier neben dem Originalfoto auch, dass wir eine Möglichkeit haben, das Fahrwerk ab- oder anzubringen, also im ausgefahrenen Modus das Flugzeug zu bauen und hinzustellen. Oder wenn ihr es wollt, das Fahrwerk abzunehmen und das Flugzeug unter die Decke zu hängen. Ja, Infos, wie gesagt, zur Größe, Spannweite und die Infos aus dem Faktenböckschen bekommt ihr halt gleich. Wir wollen uns aber erstmal angucken, was sich im Karton verbirgt. Und dafür muss unsere legendäre Bf 109 einmal fliegen. Ja, meine lieben Freunde, da liegt es kompakt auf dem Bautisch. 8 Tüten haben wir und eine kleine, fast schon winzige Anleitung für unser Kobi Set 5870. Wie gesagt, 8 Tüten voller Kobi-Bausteine, die tolle Drucke enthält, sehen wir hier schon auf den Querrudern bzw. den Flügeln. Und ich bin mal gespannt, wie die Bf 109 hier in der G-Variante dann fertig gebaut aussieht im Vergleich zum Original. Und natürlich, wenn wir das Set gebaut haben, schauen wir uns im Review die 1:48er Version auch einmal im Vergleich zu den 1:32er Versionen an. Wir schauen uns aber trotzdem einmal unabhängig von den 8 Bautüten die Anleitung an, die sehr klein ist, klammergebunden, ist fast schon eine Postkarte, beziehungsweise ich wollte schon fast sagen Daumenkino. Natürlich haben wir hier den Hinweis, dass wir keine Sticker haben. Bei kleinen Sets geht's, bei großen führt Kobi ja leider wieder Sticker ein. Alles also Pad Printed. Und ihr seht schon hier den ersten Hinweis, dass wir große bedruckte Steine haben. Das gefällt mir. Der aktuelle Baustep bei Kobi-Anleitung ist ja immer der mit den farbigen Drucken. Sonst ist ja hier alles immer ausgegraut, in dem Fall eher so in einen Grau-Blau gehalten. Pfeile weisen uns den Weg. Und in den kleinen Rechtecken sehen wir, was wir an Steinen brauchen. Wir haben hier das etwas neuere Design der Anleitungen. Ab und zu gibt es auch noch mal so kleine, ja, ich möchte mal sagen, On-Spot-Fensterchen, wo wir sehen, was wir machen. Und es gibt ab und zu auch Anlegehinweise. Da sehen wir, dass wir hier eine Fliese im Maßstab 1:2 quasi anlegen. Also eine Noppe hoch und 2 breit. Eine Fliese, aber das kann man natürlich hier bei so einer 1x2er Fliese gut auch nachzählen. Aber Kobi macht immer solche Anlegehilfen, dass man eigentlich theoretisch nicht zählen braucht. Und ein Highlight auch sehen wir hier bei unserer 109er, dass wir eine bedruckte Kanzel haben. Das finde ich ziemlich klasse. Fertig sind wir dann nach ganzen 36 Bausteps. Und hier seht ihr auch eine kleine Anlegehilfe für die kleinen Stangen. Dann ist unsere berühmte Bf 109G fertig. Wir sehen hier noch einen bedruckten Spinner, haben wir auch, finde ich ganz gut. Und natürlich auf den letzten Seiten bei Kobi-Anleitungen immer die Steineanzahl. Da könnt ihr kontrollieren, wenn euch ein Teil fehlt und mit der Nummer dann gleich hier auf der Kobi-Webseite im Servicebereich stunk machen, steht euch ja zu. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung für die anderen 1:48er Flieger, eine Spitfire und eine Hurricane im Wüstenmodus. Ja, liebe Freunde,
8 Tüten, das wird wahrscheinlich nicht so lange dauern. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute, liebe Freunde, sprechen wir über den Piloten, der wohl das reale Vorbild, das sich Kubi hier genommen hat für das Klemmbaustein-Set mit der Nummer 5870 unserer Messerschmitt Bf 109G. Wir sprechen über Wilhelm Schilling, der wohl das reale Vorbild geflogen hat. Wilhelm Schilling wurde am 30. Januar 1915 in Kamenz, Niederschlesien geboren, das heute zu Polen gehört. Er diente während des Zweiten Weltkriegs als Jagdflieger in der deutschen Luftwaffe und wurde für seine Leistungen mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgestattet. Im Laufe seiner militärischen Karriere absolvierte er 538 Einsätze und erzielte dabei mindestens 50 bestätigte Luftsiege. Nach Abschluss seiner Flugausbildung trat Schilling als Unteroffizier der 3. Staffel des Jagdgeschwaders 21 bei. Seinen ersten Luftsieg errang er am 12. Mai 1940 während des Frankreich-Feldzuges, als er über Brüssel ein britisches Hurricane-Jagdflugzeug abschoss. Während der Luftschlacht um England erzielte er 3 weitere Abschüsse. Eine Spitfire am 12. August, eine weitere Spitfire am 5. September nahe Ashford und eine Bristol Blenheim, einen Bomber, am 8. November über der Nordsee. Nach Einsätzen auf den Balkan und in Bukarest wurde Schillings Einheit an die Ostfront verlegt, um sich auf die Operation Barbarossa vorzubereiten. Am 23. Juni 1941, dem zweiten Tag der Offensive, schoss er einen sowjetischen SB-2-Bomber ab. Bis Ende des Jahres hatte er 17 Luftsiege erzielt. Am 14. Februar 1942 wurde er durch sowjetisches Bodenfeuer schwer verwundet. Nach seiner Rückkehr an die Front im März erhielt er am 1. Juli den Ehrenpokal der Luftwaffe und am 4. August das Deutsche Kreuz in Gold. Am 16. September wurde er erneut durch Flakfeuer verletzt, nachdem er einen Ilyushin IL-2-Bomber abgeschossen hatte. Während seiner Genesung im Feldlazarett wurde ihm am 10. Oktober das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er 46 bestätigte Abschüsse. Im Februar 1943 wurde Schillings Einheit zur Reichsverteidigung abgezogen, um gegen alliierte Bomberverbände zu kämpfen. Die Umstellung auf Kämpfe in großer Höhe gegen 4-motorige Bomber war herausfordernd und die Einheit erlitt in den ersten beiden Einsätzen 15 Verluste. Am 1. August wurde Schilling zum Oberleutnant befördert und im September zum Staffelkapitän der 9. Staffel des Jagdgeschwaders 54 ernannt. Während der sogenannten Big Week im Februar 1944, einer groß angelegten Offensive der 8. US-Luftflotte gegen die deutsche Rüstungsindustrie, erzielte Schilling 4 weitere Abschüsse, darunter 3 4-motorige Bomber. Am 20. Februar wurde er über Densen-Alfeld schwer verletzt, konnte jedoch eine Notlandung mit seiner Messerschmitt Bf 109 G6 durchführen. Nach seiner Genesung kehrte Schilling an die Ostfront zurück und übernahm am 9. April 1944 das Kommando über die 5. Staffel des Jagdgeschwaders 54. Mit der Aufhebung der Belagerung von Leningrad wurde die Einheit in Estland stationiert und später nach Finnland verlegt, um die sowjetische Offensive auf dem karelischen Isthmus abzuwehren. Am 22. August wurde Schilling als Fluglehrer zur Ergänzungsjagdgruppe Ost versetzt, die später in Ergänzungsjagdgruppe Nord umbenannt wurde. Am 15. Januar 1945 übernahm er das Kommando über die 4. Staffel der Ergänzungsjagdgruppe 1, die im April in 10. Staffel umbenannt wurde. In dieser Position blieb er bis zum Ende des Krieges. Wilhelm Schilling wurde insgesamt 50 bestätigte Luftsiege in 538 Einsätzen zugeschrieben, davon 41 an der Ostfront. Zusätzlich werden ihm 13 unbestätigte Abschüsse zugeschrieben. Für seine Leistungen erhielt er mehrere Auszeichnungen, unter anderem das Eiserne Kreuz 2. Klasse, das Eiserne Kreuz 1. Klasse, das Verwundetenabzeichen in Schwarz oder Silber, die Frontflugspanne der Luftwaffe in Gold mit Anhänger, den Ehrenpokal der Luftwaffe am 1. Juli 1942, das Deutsche Kreuz in Gold
am 4. August 1942 und das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes am 10. Oktober 1942. Wilhelm Schilling verstarb am 14. März 2000 in Deutschland. Ja, Freunde, das waren die spannenden Fakten zum Piloten dieser Maschine, die Kobi hier wohl als Vorlage diente. Warum, weshalb, wieso das Kobi gemacht hat, das besprechen wir jetzt im Review des Kobi-Sets 5870. Viel Spaß dabei! Nach 17 Minuten Bauzeit steht sie da versteckt zwischen ein paar anderen Kobi-Flugzeugen. Und warum, weshalb, wieso, sage ich euch gleich. Die Messerschmitt Bf 109G im Maßstab 1:48 von Kobi, natürlich aus der Historical Collection World War II, unsere 5870. 125 Steinchen für 25 Euro roundabout, das sind fast 20 Cent pro Stein. Das ist eine gewagte Nummer, Kobi. Auch wenn ich sagen muss, endlich gibt es eine Bf 109 im Maßstab 1:48. Und deswegen ist auch der Tisch so voll, weil ich wollte euch vielleicht eine der schönsten Bf 109s von Kobi zeigen. Die 5727, hier die Emil, die E3 im Maßstab 1:32. Und zum Vergleich, weil es einfach passt zur Maschine und zum Hersteller Messerschmitt, in 1:48 die Me 262. Und der Grund, warum ich glaube, dass diese Bf 109 im Maßstab 1:48, unsere hier im Review befindliche 5870, seine Daseinsberechtigung hat, habe ich hier so halb ins Bild geschoben, nämlich unsere B24 Liberator, die 5738, hier bei mir die Limited Edition. Schauen wir uns gleich alles mal genauer an, warum ich das euch so zeigen wollte. Reden wir über den Bauspaß. Der hält sich in Grenzen bei 17 Minuten. Das hätte mal Spaß zu klemmen. Bei der Anleitung kann man echt nichts meckern. Das ist hier das schöne Artwork vom Karton gespiegelt. Wir haben hier eine Spitfire, meine ich, ist es, weil es verschwommen ist, kann ich es nicht so ganz erkennen. Und weil der Maßstab ja auch immer so ein bisschen von der Form schluckt, könnte auch ein Hurricane sein, aber wird eine Spitfire sein. Hier auf dem Anleitungsbogen halt gedruckt. Und ja, viele kleine Stäbchens. Es klemmt sich locker weg. Ich habe so gesagt, ich habe 17 Minuten gebraucht. Also das mit den Speedbild-Zeit, das Faktenzeit ist hier in diesem Video so ein bisschen gelogen, weil so richtig Speedbild war es dann ja gar nicht. Eher Slow-Bild. 125 Steinchen, daher der hohe Teilepreis, und ein paar Steinchen bleiben auch hier über. Das finde ich ganz interessant. So ein paar Steinchen, die übergeblieben sind. Vor allem, weil es also so Steine sind, die ich gar nicht im Set hatte. Aber na gut, egal. Nehme ich hin. Kobi, du und deine Steine, die über sind, ja, geschenkt. Also, unsere Bf 109 hier klein gehalten im Maßstab, damit es passt zum großen Bomber. Und weil sie einfach fehlt im Maßstab. Wir haben die große, aber im 1:48 gibt es da eigentlich nichts. Und jetzt habe ich über den Preis geschimpft oder habe angeteasert, weil ich wollte über den Preis schimpfen, weil 25 Euro für 125 Steinchen ist ein bisschen viel. Das gibt es noch nicht mehr bei anderen Herstellern. Ich zeige euch mal hier so ein Bild als Beispiel. Thema Flugzeug, mehr Steine und Preis, ja, ähnlich bis anders. Aber natürlich kein historisches Modell und auch keine Drucke. Denn die Drucke sind hier der Hammer natürlich. Wir haben hier überall Drucke. Ganz kurz, und ich schiebe mal hier unsere große Messerschmitt zur Seite und hole mal die im gleichen Maßstab hervor. Da seht ihr mal auch da die Größenvergleiche im Maßstab 1:48 zu unserem, ja, wahrscheinlich berühmtesten Jäger auf deutscher Seite und dann den zweitberühmtesten, nämlich hier den Düsenjäger, die Me 262. Aber ich habe über die Drucke geredet. Und Drucke haben wir hier en masse. Wir haben hier auf den Spinner das berühmte Spiralenmuster. Wir haben hier das Abzeichen der Einheit, auch das blaue Band. Wir haben den gebauten gelben Untergrund der Nase. Wir haben hier Brickbuild, die Tarnung und natürlich auch wieder hier die gedruckten Balkenkreuze. Wir haben hier die durchsichtige Kanzel, die bedruckt wurde und sogar schräg, und die Verstrebungen. Wir haben hier die Bewaffnung, die angedeutet wurde. Wir haben hier diese, ja, Wolkentarnung, nenne ich es mal. Wir haben hier sogar mehrfach Drucke auf diesen kleinen Teils hier.
mit dem Balkenkreuz, mit den Überbleibseln der Tarnung. Wir haben ein gebautes und gedrucktes Band in Blau. Das Seitenleitwerk ist gedruckt in Tarnung und in Gelb. Also wir haben hier überall Drucke und ja, also die einzige Seite, die nicht bedruckt ist, ist von ein bisschen so die Unterseite, die allerdings ja, sehr tubig daherkommt. Wir haben nicht, wie zum Beispiel bei der 5881, der Messerschmitt Me 265, so ein paar Fliesen spendiert bekommen. Das wäre auch zu viel des Guten, glaube ich, aus dem einfachen Grund, da die Tragflächen sehr dick wirken. Und bei der Me 262 ist das okay wahrscheinlich, dass man sie so macht, weil da waren sie auch gefühlt massiver und präsenter, während sie bei so einer, ich muss mal hier mich strecken, Me 109 immer etwas ja, dünner daherkam, beziehungsweise auch ein bisschen graziler und die Tragflächen ja sogar auch ein strukturelles Problem so ein bisschen waren bei diesem Jäger. Trotzdem wäre es natürlich cooler, wenn es cleaner wäre, aber ich glaube, eine weitere Schicht Bricks hätte es einfach zu dick gemacht. Ich bin kein Fan von diesen Gummiantennen in Flügeln, die fallen oft ab. Hier hält es ganz gut. Wovon ich aber ein Fan bin, ist einfach der Maßstab im Vergleich zum Bomber. Das zeige ich euch gleich, aber ein wichtiger Punkt, wo ich kein Fan bin, und das zieht sich bei meinen Reviews auf jeden Fall so ein bisschen durch bei Jägern im Maßstab 1:48, ist hier diese strukturelle Schwäche hier hinten, ja, am Schwanz möchte ich mal sagen. Da ist einfach nur eine Noppe, die hält das Ganze und ja, es hat etwas von einem Fisch mit seinem Ruder, wenn so ein Hai schwimmt, der so wackelt. Das gefällt mir nicht. Das hatte ich ja auch schon bei unseren italienischen Jäger, bei unserer Fiat G Centauro. Da war das ja genauso. Da war es schlimmer, wenn man es durchbrechen könnte. Hier könnte man es wahrscheinlich auch. Und ihr seht schon, ich mache es sogar. Also ja, diese strukturelle Schwäche bei den Jägern mit dem Seitenruder oder beginnend zum Seitenruder, das gefällt mir überhaupt nicht. Was mir aber gefällt, und jetzt mache ich mal ein bisschen Platz, ist halt wirklich die Tatsache, dass wir hier endlich mal so ein bisschen historische Sachen darstellen können. Ich hole mich jetzt die Liberator rein, die sehr groß ist für mein Setup jetzt, und ich breche sogar schon das Bugrad ab, aber ich review ja immer hier so live on tape. Ich musste gerade schon einmal cutten, denn während ich hier mit euch das aufnehme, läuft gerade ein für mich eigentlich sehr wichtiges Fußballspiel, das ich natürlich habe sausen lassen, und ja, eben gerade ist aber trotzdem die Benachrichtigung eines Tores hier raufgepoppt und hat meine Kamera mal kurz zum Stoppen gebracht. So, da haben wir unsere B24. Ich habe es euch gesagt, es ist die 5738. Und jetzt haben wir, und ich stelle es mal dahinter, weil von hinten wahrscheinlich auch hätte sich so eine Bf 109 angeschlichen. Und da seht ihr, das passt in Maßstab ganz gut zusammen. Und bei vielen von euch hängen ja die Flugzeuge so unter der Decke. Und warum dann nicht einen deutschen Jäger, der hier sogar ja thematisch passt, weil er in der Reichsverteidigung geflogen ist, nicht gegen so einen Bomber gegenüberstellen. Das passt ganz gut. Und eine Sache bin ich euch noch schuldig. Ich habe euch ja gesagt, dieses ja, Muster, dieses Flugzeug genau in der Bemalung ist ein beliebtes. Und warum hat Kubi das gewählt? Genau, weil es hiervon schon einige Modellbausätze gab von diesem Flugzeug. Und das ist so eine gängige Praxis bei Kubi, sich da auch ein bisschen zu orientieren an das, was es auf dem Modellbaumarkt gab. Nicht umsonst hat Kubi ja zum Beispiel auch eine Kooperation mit Revell, wobei es, glaube ich, diese Bemalung nicht von Revell gab. Aber da bitte könnt ihr mich gerne in den Kommentaren verbessern. Beziehungsweise dürft ihr mich sowieso immer in den Kommentaren verbessern und erweitern. Also, ich finde, so ein Jäger hat seine Berechtigung auf jeden Fall, wenn es auch Großflugzeuge im Maßstab 1:48 gibt. Das Fahrwerk könnt ihr natürlich rausnehmen. Hier ist es einfach nur so gesteckt mit diesem Formteil. Und was halt auch sehr interessant ist, wir haben hier den Stein, den wir auch kennen für die Stands. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt gerade hier die Emil mit auf den Bautisch gestellt habe, weil wir nämlich auch den Stand der Emil, also erstmal, wie gesagt, wir können das hier so im Flugmodus auch ja, in der Hand halten, wenn wir keinen Stand haben. Wenn ihr aber sagt, ach komm, ich will den Stand der Emil aber zum Beispiel benutzen, um da jetzt hier die, da legen wir sie mal hin, Gustav hinzustellen, dann geht das auch, dann könnt ihr es auch auf so einen Stand packen. Und ich weiß, dass der Stand komisch aussieht, wenn wir hier so ein Flugzeug im Maßstab 1:48 haben.
Trotzdem, so eine Art Stand, so eine Art Mini-Stand hätte ich schon doch ganz gerne bei so einem Set dabei. Vor allen Dingen, wenn es nun mal 25 Euro kostet. Also wie gesagt, fast 20 Cent pro Stein. Was heißt hier fast? Ich habe es ausgerechnet, das müsste so passen. Habt ihr auf meinen Infokarten gesehen. Sonst ein Set, was für meinen Kanal einfach Bombe war, weil tolle Drucke. Ich konnte euch was zum Piloten erzählen. Es fehlte in meiner Sammlung ganz klar hierzu so einen Großbomber. Und auch über den Preis bei Kubey konnten wir mal diskutieren, denn das Set ist qualitätmäßig Bombe. Kubey ist bei der Qualität Bombe. Aber der Preis ist hier irgendwie ein bisschen, ja, gewürfelt. Vielleicht, wenn man sich denkt, es gibt ja eh nichts anderes. Also muss man das machen. Aber auch die Konkurrenz aus Fernost schläft ja nicht. Das so mal meine Worte an Kubey. Ihr bekommt natürlich jetzt trotzdem noch einmal Detailbilder von unserem Kubey Set 5870 und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, liebe Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr Detailbilder, denn auch bei einem Set im Maßstab 1:48 gehört sich das so, damit ihr noch einmal selber euch einen Eindruck von dem von mir im Review befindlichen Set euch erstellen könnt. Hier natürlich das Kubey Set 5870, unsere Messerschmitt Bf 109 in der G-Variante. Ich finde, dass das eine G-Variante ist, erkennt man nicht ganz so gut, aber das ist dem Maßstab 1:48 geschuldet. Ich finde toll, dass Kubey hier das Thema Reichsverteidigung aufgemacht hat, wir einen interessanten Piloten haben, aber der Preis ist halt ein Faktor, den wir nicht ganz wegdiskutieren können. Ein kleiner Stand oder vielleicht eine Pilotenfigur dazu, wer weiß, das wäre vielleicht noch viel cooler gewesen. Ihr dürft nicht vergessen, dass die Me 262, die fast 100 Teile mehr hat, preislich gar nicht so weit weg ist wie hier von dieser Bf 109. Und BF ist noch das Stichwort. Ich wollte noch mal ein, zwei Sätze zum Messerschmitt sagen. Ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, wofür das BF steht, wenn die Flugzeuge doch eigentlich von Messerschmitt kommen. Ja, die Vorgängerfirma von Messerschmitt waren die Bayerischen Flugzeugwerke AG, aus diesen dann die Messerschmitt AG raus geworden ist. Übrigens, eigentlich gibt es die Messerschmitt AG bis heute noch, genauso wie Heinkel und Focke-Wulf und wie die ganzen Blom und Voss zum Beispiel Flugzeughersteller aus dem Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite hießen, denn die sind alle irgendwie über die Geschichte, über die Jahre hinaus fusioniert, mit anderen Firmen zusammengegangen, herausgekauft worden und wieder fusioniert und heute sind sie alle Teil am Ende des Airbus-Konzerns beziehungsweise davor von EADS. Also die Geschichte läuft bis heute und deswegen feiere ich dieses Set auch so. Ich konnte euch mal wieder ein paar historische Fakten liefern. In diesem Sinne schauen wir uns jetzt zum Abschluss noch einmal in die Augen und wenn ihr irgendetwas habt zum Flugzeug, zum Video, zum gesamten Konzept Blockster hier, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder wenn ihr sonst mir einfach was sagen wollt, kommt gerne auf den Discord. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ihr euch wundert, was der Blocksy auf einmal für eine komische Kameraeinstellung hat. Gar nicht sein Regal. Doch schon, nur nicht das Regal, das ich sonst immer benutze, um Videos zu drehen. Das hier ist das Regal, was ich sonst benutze, um meine Flugzeuge abzustellen. Von oben bis unten vollgepackt mit Flugzeugen und auch leider gar nicht so schön präsentiert, wie ich immer das ganz gerne hätte, aber thematisch geordnet. Und der Grund, warum ich eigentlich doch, auch wenn ich immer meckere, ein kleiner Freund vom Maßstab 1:48 bin, denn ich habe jetzt die Möglichkeit, hier unsere Bf 109 im Maßstab 1:48 da oben in die Lücke zu stellen und wir schauen mal, ob sie da reinpasst. Hier zwischen den großen Schwestern und schaut mal euch an, da passt sie perfekt rein und das ist, glaube ich, der beste Grund, warum dieser Maßstab seine Daseinsberechtigung hat. Einfach, weil man damit etwas Platz spart. Und ihr seht hier, wenn ihr mal guckt, so bei mir, es ist alles voll gestapelt, denn Platz ist wie immer das größte Problem. Gar nicht Geld und auch gar nicht die Modelle, es ist der Platz. Ja, da stotter ich schon fast, weil ich könnte natürlich wie jeder andere auch wahrscheinlich mehr Platz gebrauchen. In diesem Sinne aber, Freunde, möchte ich euch trotzdem noch am Ende des Videos auch in dieser ungewohnten Perspektive einmal
die Videobeschreibung ans Herz legen, denn da findet ihr einen Link zur Messerschmitt Stiftung. Denn wenn ihr das nötige Kleingeld habt, könnt ihr auch mit so einem Flieger, einer Bf 109G sogar, fliegen. Schaut einfach mal gerne vorbei. Und wie immer, Freunde, am Ende eines Videos, auch wenn es ein Flugzeug ist, erst recht einen guten Flug. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Vlogstar.